So. Picked up forbidden knowledge. Lol, hier ist ein... Ist der... Warte mal. Achso, ich dachte, das wäre ein Key. Forbidden... Ja, forbidden knowledge, aber... Wo nutze ich das? Okay, die Pflanze war, glaube ich, vorher noch ein bisschen mehr da, oder? Ach, lol, wir können ja hier noch zum PC. Paper, Secret Reports, Markt und... Okay. Was mache ich mit meiner verbotenen... mit meinem verbotenen Wissen? Just came from here, I didn't. Ja, ja. Forbidden Knowledge. Ich meine, bisher hatten wir ein bisschen Horrorgeschichten gehabt. Das würde mich mal jetzt mal eher interessieren. Was Forbidden Knowledge ist, beziehungsweise wo ich das nutzen kann. Not longing any better. Und die hat dann auch gar nichts zugesagt. Was soll denn das hier eigentlich sein? Warte mal, wenn er sagt, we should really clean this place up, don't lose the trash. Okay, ich habe ein Telefon gehört, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier drin war. Lol. Kann das manchmal sein? Weil wir hatten vorher keine Buchstaben, ne? Verbotene Dings, dass wir das machen können. Und you should really clean this place up. Don't lose the trash. Wenn das jetzt Raum... Pass auf, wenn das jetzt Raum 1 ist, ich weiß halt nicht, wohin ich das bringen soll, ne? Habe ich einen Mülleimer irgendwo gehabt? Aber rein theoretisch, wenn, dann müsste der Mülleimer hier sein, oder? Wirklich, ich lege es mal hier hin. Wenn das so gesehen 5 Runden sind, die wir hier gehen können, dann müssen wir halt einfach nur aufräumen. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das so einfach ist. Ja, sieht nicht gut aus. Weil an sich haben wir, glaube ich... Da haben wir 5 Räume, ich weiß es nicht. Nein, Alter, schmeiß das doch hier nicht, was weiß ich wohin. Schön ablegen. Ja gut, so viel dazu. So viel dazu, dass ich Müll hier aufräumen kann. Oder ich muss noch mal an dem Dings probieren. Oder... Warte mal, war das Buch nicht gerade offen? Ist das Buch gerade zugegangen? Okay, ja, jetzt hier mal noch zweimal Müll. Okay, du geht sogar. Ja. Und hier kann ich ja eh nichts sehen. Man merkt, glaube ich, schon, ich bin vielleicht ein wenig verzweifelt. Also, was heißt verzweifelt? Aber ich wüsste jetzt halt nicht, wie ich den Code rauskriege. Bei den Büchern habe ich halt jetzt nichts gesehen. Und ich könnte es mit Ausprobieren machen. Mache ich sonst nämlich auch immer. Wäre ich jetzt schon gefeiert, wenn ich zum Beispiel hier, die Bücher haben ja andere Farben und so, ne? Und der Zettel hinten war rot gewesen, dass man irgendwo eine Aufstellung hat von Farben, das sieht, damit man weiß, oder direkt beim Schloss, dass die Zahlen immer blau, grün oder keine Ahnung was sind. Ich meine, man kann das so machen, ne? Irgendeins wird schon richtig sein, dann geht das auf. Aber das dauert halt Ewigkeiten.
Ganz ehrlich, ich bin so ein Typ, der macht sowas. Macht da ständig, wenn ich da nicht weiterkomme. Und ich glaube, wir brauchen halt den Schlüssel. Das ist halt, oder wenn da ein Schlüssel drin ist. Das kann ich auch noch nutzen. Hatten wir das? So, Notice, ja doch, das hatten wir. Ja, cool. Ich meine, ja, verbotene Wissen ist cool, aber ich muss halt noch den Code rauskriegen. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht wie. Also würde ich sagen, ja, mach einen kurzen Break, sehen wir uns gleich wieder, ne? Bis gleich. Da bin ich wieder. Keine Ahnung, wo der Code herkommt. Halt falsch. Aber Lock. Ja, bitte. We've given you chances. Ample warning. You proceed, we threaten. Continue on your current path, and they will find nothing left of your head. We swear it. For the last and final time, go back from whence you came. Versuche ich ja, mein Freund. Ja, brauchst du jetzt hier gar nicht ihn auf dicke Hose machen. Wo der Hinweis jetzt herkam, keine Ahnung. Aber das Problem ist halt dadurch, dass noch nicht so wirklich viel passiert ist. Ja. Ne? Oh. Time to put my all lockpicks. Das habe ich ja gar nicht gesehen, dass da überhaupt was war. Mir ist jetzt bloß so das Fenster aufgefallen. Okay. Something about this room is even worse than the last one. Before there might have been an odd feeling on the air, a certain incredible scent, but it at least felt like somewhere people had been. Here, something's definitely wrong. I can hear something deeper in this room, very perceptibly crying in pain. Wer ist denn wie? Here's nothing. Ja, natürlich werde ich hier mein Licht ausmachen. Oh! Die Library ist ein bisschen größer geworden, oder? There's no way I am the same library I was in earlier. The room's massive. Ja, also ist quasi die gleiche Bibliothek, bloß dass die Decke höher ist, oder was? Ah, ich habe sogar ein... Gut, wir haben ein Flashlight. Und der beobachtet uns immer noch. Achso, von den Folgenlängen her, boah, weiß ich momentan noch nicht. Eigentlich hatte ich immer so 20 Minuten geplant, wie üblich. Wenn aber nicht dolle was vorkommt, ist das manchmal ein bisschen schwierig. So, Ministers Doom Act for... Ja. Müssen wir durch. So. Open atop the roof of the minister's estate. The minister lies against a statue of a lean shepherd with his blood. A saber hilt protrudes from a gaping wound in his chest. The librarian stands over him, triumphant. And so you finally choose your perfect writing. The minister spits all blood. Are you here to taunt me, or to end this charade? Go on, go on. You've ruined my life, destroyed all I loved. Server, what remains, damn you? Oh, come on, minister. Is there any need for this melodrama? Kill me, damn you, kill me. Are you pleading for mercy? I wonder. I try to salvage the last of your pride. It doesn't matter. Your reason is flawed. What are you?
He doubles over his roots, lost in a bloody conflict. Okay. Consider your tries through this road as Entschuldigung, aber so dauert das einfach nur länger. All Earth's connections gone. Had I wanted to kill you, I would simply have stepped into your estate and placed that saber between your shoulder blades. Yet, even though you still breathe, you're once non-lethal. Or I should say, non-lethal enough for your sake. Our? What the devil are they talking about? Forgive me, Minister, but I am afraid I mislead you. You see, this was never about vengeance. When I met you on your return from City Hall those 3 weeks ago, it was only a few hours after my first visit to the city. What? Then that tale about the library that I put off business? A very flimsy lie. I'm afraid, really, I'm quite amazed you didn't see through it. Oh, I sense the truth is coming out in the open. It should be said that the odds were insurmountable from the start. You were never just frightening an individual. I knew it. That maid will hang... Okay, that maid is dead already. I have a harder to turn cut is... of no use to me. Actually, that is exactly the truth that should come out. Minister, for you see, there is no such thing as me. Never was. There's only us. The minister is silent, his mouth hanging up in shock. Madam? Madman. Okay, Entschuldigung. A madman? Wrong. My friend, neither mad nor a man. Nor are we here, as you see, you so dilate fully, but it to soothe you. Quite the contrary, in fact, we want you to join us. Ah, the librarian steps closer. We are always in need of fresh, strong wines. Your impassable business sense and your knack for keeping. It's from ever sullying your spotlight. Smelling public faces proved that you have exactly that. My God, go back! Your God is dead. Or asleep, or else he is something out of hearing, or else he does not listen at all. No, mister, my friend, you cannot choose between him and us. The only choice is to come to us willingly, or for us to take you. Okay, the minister hand darted into his coat past the saber. In a flash he withdraw a flintlock pistol. I make you my own options. Okay, the minister fires straight at the librarian's heart, a perfect shot at 0 range, but when the smoke finally clears, the librarian still stands. Cautiously he reached up to brush the pistol shot from his overcoat. Regretfully, it seems you forfeit your right to choose. The scene darks as the minister gives a strangely ignorant scream. Then the light returns, the minister stands alone, and it is only him, the saber and the blood-stained line. Get comfortable, Minister. We will spending a lot of time together. Das Ende. Okay, gut. Ich dachte, vielleicht kommen da noch mehrere Parts, weil das haben wir... Doomed. Auch schon mal freigeschalten. Doomed. Ich dachte, wir hätten da vielleicht noch ein bisschen mehr. What kind of ink is this? Keine Ahnung. Und das waren Gott sei Dank bloß 2 Akte. Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es noch mehr ist. Und ich hätte es wahrscheinlich auch durchgezogen, weil das dann eine straighte Geschichte über mehrere Sachen ist. Also über, was heißt mehrere Sachen? Mehrere Bücher verteilt. Wrong turn. Ach, mach Sachen. Das kann ja auch sein, dass das so vielleicht ein bisschen PT-mäßig angelehnt ist. Bloß halt in der alten Optik. Warte mal, waren das die... Wenn ich jetzt die Punkte sehe, waren das die ganze Zeit Kameras? Wir folgen uns auch alle. Schön. Warum habe ich das Gefühl, dass ich hier gleich Teil eines Rituals bin? Gleich kommt doch bestimmt einer von hinten und... Na?
Okay, das geht noch. When the failures, word has that those who pass the librarians beliefs that are granted knowledge beyond the ken of any other. But you want to know about those who failed. Each fate is miserably as the next, but very well. Some few are allowed to retain their sentence, but lose all mobility. Their spirits are torn from their bodies, with the latter being cast away. The librarian takes the spirits and compresses them. That's right. Choose tomes you've seen lining this place, those books you've ignored. Many of them were once like you, poor fools lost in a foreign place. Then there are the Husk, shambling bodies that move without direction through the library's infinite halls, searching for heads that have long since been taken from them. Are their souls still here, locked away in some dark, forgotten keep? Potential, but they will search fruitless and forever. These fates are incredibly terrible, forever trapped in place, forever cursed to wander, but theirs is no worth in both, especially pointing failures. Those that attraction the librarian's knowledge but fail in the end are given especially poignant punishment. Some say that in the library's deepest depth, the walls shudder and shake and pulsate with life that should have dying long ago. And some say that these walls are formed of those promising few who could not prove themselves. Is there any agrees from this place in death or otherwise? Perhaps not, but I will certainly never see it. Wir aber wahrscheinlich schon. Was ich mir gerade so überlegt habe, wenn ich so auf die Zeit gucke, ich glaube, ich werde immer so nach einer Stunde oder so mal eine Pause machen. Ich weiß, es geht an sich nicht wirklich lange, das Spiel, aber ich will es nicht unnötig strecken, dadurch, dass ja auch relativ wenig, sage ich mal, passiert. Aber für den einen oder anderen könnte es ja interessant sein, gerade diese kleinen Horrorgeschichten oder das, was mit diesen Dings hier auf sich hat, von dem wir gerade gelesen haben. Mein Gott. Die Librarians. Hier, Krabbelhände. Cool. Warte. Erstmal Licht ausmachen. Das hier überhaupt für ein Dildo? Größe. What is this place? Achso, ich dachte, ich kann hier reingehen. Gut, dann halt nicht. Hm. Okay, dann gehen wir eben da rein. Mal gucken. God damn it. What the hell is going on? Why am I back here? Damit wir nochmal bedroht werden, ne? Like a beetle in an antline's trap, you flail your way deeper. It is gratifying to watch you wriggle your way to your doom. We so rarely have new visitors. Perhaps we won't spatter you across these walls. Perhaps we'll allow you to stay. Join the others. It is what you want, is it not? Das ist das, was ihr da rein interpretiert, als ob ich die ganze Zeit hier sein will. Aber erst noch voran von wegen verpiss dich, das habe ich ja versucht, das ging ja nicht. Ich meine ja nur. So. Made it to this room and I am not going any further. Caught a glimpse of him, a bastard that's been taking in my ear. It was wearing a dark cloak, so I couldn't see much more than his figure. Shape of his head wasn't human. Makes sense. Can't stop capitalizing his name. Psychosomatic? Or did he do something to me? No, I won't be able to stay here forever. No, he is waiting for me, just a little beyond the door on the other side of this room. Looks like I've got a date with this Creevase. Yeah. Anything preferably to what I think he's got in mind for me. If you're reading this, you should probably join me down there. Whatever's ahead won't be pretty.
I don't know what it is, but it sure doesn't look safe. Ja, glaube ich, glaube ich. Wir können uns ja trotz... Ich weiß nicht, es fühlt sich jetzt so an, als ob wir zwei Wege gehen können. Entweder... Okay, hier ist zu. Gut, hier ist auf. Entweder den Dings folgen oder unserem geheimnisvollen Schreiberling. You wouldn't even be here had you not been so damn curious. Only got a letter from a friend and then you woke up here, huh? Nothing you did. You know better, you've searched for the library at home. Actually try to be ensconced by the pull of black knowledge and in forgotten places on the internet, in the dusty cabinets of the world. We're looking for something. We both know why. It was all because of the letter. But it isn't just guilty that moves you, is it? It's that hungry feeling, that desperate wish to know all there is before the grave wraps its gnarled hands around your legs and pulled through. Mine has been lost to the ages. I can sense your heart beating. In fact, everything in and around the library can. Poor stupid bastard, if you recognize what forced you've caught the attention of, I think you'd go the way the one before you did. Der soll man nicht so tun, als ob der uns kennt. Aber das war jetzt wenigstens mal eine Nachricht, wo ich das Gefühl hatte, dass die wirklich mal direkt an uns gerichtet war, weil wir sind ja irgendwie einfach nur hergekommen. Also durch anscheinend Briefe, aber selber halt Forschung über, naja, okkulte Sachen, sag ich mal, gemacht haben. Something about this room is... I don't like it all. Okay, ich brauche einen Schlüssel, glaube ich, oder? Lass mich raten, ich bin hier eingeschlossen. Schon ein bisschen witzig. So. He was old as sin. Perhaps older, and had lived alone for a long time. Over his many years he had accumulated much wealth, knowledge, found memories, but nothing to stop the onset of time. As he walked the dark halls of the mansion, as he paced in the dark, as he wearied away his time in his study, time continued along, tearing at his flesh, bending his brittle bones. The hands of the clock peeled his organs away from his body. Das Uhrenpendel, also die Uhrenzeiger brachten dazu, dass die Organe seinen Körper verlassen? One by one, until his warnings strangely failed him. He was found slumped in this chair, surrounded by books bearing unidentifiable sigils. In the end, even they had not saved him. Ich glaube, das wird uns auch passieren, weil... Picked up clock table, okay. Oder es... Also ich habe das Gefühl, wenn wir das verbotene Wissen alles erlangen, dann ist das die einzigste Möglichkeit, hier rauszukommen. Aber ja, muss nicht so sein. Oh. In the Middle Age, she had little to do, and so gained in fascination with the old radio in her attic. It was a relic from her childhood, and it had never worked properly, as she wanted in the seclusion of her home. A desire to see it working again overtook her. Her curiosity matching her secluded nature in equal parts, she plumbed knowledge in the dark recesses of her attic, building capacitors and vacuum tubes, twisting metal and wires. In the end, the radio sang. It was more than a radio should have been. Flames spouted from speakers, from wires, from the shattered glass tubes. The fire ate up everything in touch. She was reduced to a blackened skeleton. Jetzt hätte sie mal an dem Radio nicht rumgespielt, Mann. Nein, das war falsch. Wir haben noch eins, picked up Snake Table. Okay, he was only a child, left alone for... Oh, ich hätte mir wahrscheinlich merken sollen, wann ich das aufgesammelt habe, ne? Also Snake ist einfach beim Kind
Die anderen weiß ich jetzt aber leider nicht. As children are wont to do, he went off in high, greasy hills above the apartment complex in the cold home. The tall grass came almost to his chin thickly, his nose when he stepped forward. The freedom normally kept from him was finally his, and it was magically in its way. So deeply enthralled with the hills, the grass, the view of town, was he that he did not think to listen for the rustling of grass. When the snake's fangs sank into his young flesh, they met no resistance. His body was found days later, huddled in a ball. Ja. Oh. Auch jetzt sehe ich es erst. Aber kein... Snake Lock Fire. Okay. Das erste war Glock gewesen, ne? Nein, hau mal ab hier. Das erste war Glock gewesen, was wir hatten, ne? Also, warte mal, theoretisch Child, Middle, Old. Kann ich den schon mal reinpacken? Hä? Hä? Okay, geht anscheinend noch nicht. Wir haben noch zwei andere. Beer Table. The adulthood found her, she found herself desiring saluted more than more frequently. Since her youth, her home had sat at the edge of a vast forest, which her family had warned her against exploring. But on the night of her 30th, she went along to finally explore it. The woods were a queer part dark and forbidding, with thin, sickly antlers creating almost a fence of wood. As she weaved between them, she arrived at the derelict cabin abandoned for years. Naturally, she entired her curiosity driving her. They said that the mask found on what remained of her body afterward bore found as if made by a bear. Few had seen a corpse so thoroughly savaged by an animal. Alter, ich kann bald nicht mehr lesen. Und es ist ein bisschen sehr holprig. Oder brauchte ich bloß 4? Weil sonst würde ich mal... Ach, hey, habe ich den vergessen? Card table. He was 16 when he went driving alone for the first time. His family had to keep him from the world, he said, and it was more than high time that he went and learned about what was out there. It was less than an hour before he was lost. He hadn't received his license yet, after all, and there were many winning side streets surrounding the small town he called home. It was a lightless intersection where he met his fate. A pickup hit his sedan without stopping. As his vehicle span out and rode onto a ditch, the pickup vanished into the night. His head was pulverizing by the steering column, turning into it to little more than pest. Okay, wir haben alle 5 Stück. Ach, ich will da halt immer mit dem Mauszeiger draufklicken. Okay, theoretisch. Snake war das Kind, ne? Das müsste Snake, Fire, Car, Beer und Clock sein. Aber keine... Hä? Oder muss ich das Richtige finden, dass die alle oben bleiben? Warte mal, ich weiß ja nicht, was das erste ist. Okay, Bier kann es nicht sein. Ich guck mal, ob das überhaupt passt, so wie ich mir das denke. Okay, Schnake. Ne, Schnake hatten wir ja schon. So, Clock. Ah, warte. Clock. Ne, geht doch runter. Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, Fire ist jetzt oben. Hä? Ich dachte in der richtigen Reihenfolge vom Alter.
Old Sin. Warte mal. Middle Age. Ich würde sagen, es ist Zeit wieder für... Weil ich dachte, das Richtige bleibt dann wenigstens oben. Oder ich muss mir das nochmal durchlesen, dass wir dann morgen an der Stelle weitermachen. Also, so wie es aussieht, wird wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so werden. Es passiert ja jetzt nicht so großartig viel. Aber ein bisschen weiter spielen würde ich schon gern. Ne? Also, würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Projekt ist einigermaßen interessant. Und mal gucken, wo wir dann als nächstes hinkommen. Außerdem muss ich erstmal auch was trinken, weil das... Ich weiß nicht warum, aber auf Englisch vorlesen geht immer mehr auf die Stimme. Keine Ahnung. Alles klar, vielen Dank und ja, bis morgen dann. Ciao, ciao.